Eine der beliebtesten Aktivitäten auf Rhodos ist ein Tagesausflug zur Insel Symi. Hier hat man die Qual der Wahl, denn es gibt viele Anbieter und verschiedene Routen. Die Boote unterscheiden sich außerdem stark in Größe und Komfort. In diesem Video zeige ich dir, für welche Tour wir uns entschieden haben. Ich zeige dir auch, wie der Tag verlaufen ist und welche Höhepunkte und Überraschungen wir erlebt haben. Alle Links und weitere Infos findest du wie immer in der Videobeschreibung. Wir wollten diesen Ausflug während unseres Aufenthalts auf Rhodos unbedingt erleben. Als Datum wählten wir den 28. Oktober. Das lag schon sehr nah am Ende der Saison. Wir freuten uns daher über die große Auswahl an Booten. Ab Anfang November findet man dagegen kaum noch Touren nach Symi. Die Anbieter boten viele Optionen an. Es gab schnelle Boote, Katamarane und auch Yachten. Uns war ein fester Ablauf wichtig. Dazu gehörte ein Stopp in der St. George-Bucht und genug Zeit auf Symi. Wir suchten auch ein komfortables Boot. Eine saubere Toilette an Bord war für uns ein Muss. Diese Punkte halfen uns bei der Auswahl der Tour. Wir entschieden uns für ein großes und komfortables Boot. Die Bootstour startete am Hafen von Rhodos Stadt. Für uns lag das ideal. Unser Hotel am Ellis-Strand lag nur 10 Minuten zu Fuß entfernt. Der Treffpunkt war um 10 Uhr. Wir kamen etwas früher an und erreichten den Hafen um 9:30 Uhr. Ein kleiner Tipp: Es gibt keine reservierten Plätze. Wer zuerst kommt, wählt den Platz frei aus. Wir waren früh genug vor Ort und konnten daher auf dem Oberdeck ganz hinten sitzen. Dort hatten wir während der gesamten Fahrt eine schöne Aussicht auf das Meer. Symi und Rhodos liegen übrigens sehr nah an der türkischen Küste. Während der Fahrt sahen wir daher die schöne Küste der türkischen Ägäis. Die Landschaft wirkte bergig und weitgehend unbebaut. Nach dem Ablegen fuhren wir direkt an einer bekannten Sehenswürdigkeit vorbei. Am Hafen stehen die beiden Hirschstatuen. An dieser Stelle soll einst der Koloss von Rhodos gestanden haben. Danach ging es hinaus auf das offene Meer. Die Fahrt zur St. George-Bucht dauerte rund 1 Stunde. Die Bucht liegt gut geschützt zwischen hohen Felswänden. Das Wasser schimmerte spektakulär türkis. Wir freuten uns sehr auf den Stopp, da wir viel über die Schönheit dieser Bucht gehört hatten. In der Bucht angekommen, bereitete die Crew alles für den Sprung ins Wasser vor. Ein Mitglied der Crew sprang zuerst hinein und schwamm ein paar Meter. Er kehrte dann zurück an Bord und sprach mit seinen Kollegen. Danach entschieden sie, dass wir keinen Badestopp machen konnten. Wir fragten nach dem Grund. Die Crew sagte, dass es heute zu gefährlich wäre. Sie nannten den Wind als Ursache. Ehrlicherweise wirkte es nicht windig. Vielleicht meinten sie Strömungen oder andere Bedingungen. Sicherheit geht natürlich immer vor. Wir kannten solche Momente bereits. Auf Zypern fielen bei uns 2 Bootstouren wegen Wind aus. Ende Oktober kann das im Mittelmeer passieren. Wir verglichen in diesen Tagen auch oft die Temperaturen. Auf Zypern lag die Luft meist bei 28 bis 30 Grad. Rhodos lag dagegen bei 24 bis 26 Grad. Auch die Wassertemperatur war auf Zypern spürbar wärmer. Wenn dich Zypern interessiert, dann schau gern in unsere Zypern-Playlist. Dort findest du viele Eindrücke und Tipps. Alles in allem blieb der Ausfall des Schwimmens in der St. George-Bucht unsere größte Enttäuschung. Dieser Stopp gehört eigentlich zu den Höhepunkten der Tour. Nach der Bucht fuhren wir weiter nach Symi. Bei der Einfahrt in den Hafen erschienen die bekannten bunten Häuser an den Hängen. Diese Häuser sind typisch für die Insel und geben einen sehr schönen ersten Eindruck. Der Hafen und die vielen Farben erinnern an ein Postkartenmotiv. Nach dem Anlegen bekamen wir 3 Stunden Zeit auf der Insel. Wir starteten an der kleinen Brücke im Hafen. Diese Brücke verbindet 2 Bereiche von Gialos und bietet einen schönen Blick auf die bunten Häuser. Von dort gingen wir weiter zur Kalistrata. Diese historische Treppe führt über viele Stufen in den höher gelegenen Ort Korio. Wir liefen so weit nach oben, bis wir einen schönen Blick auf den Hafen und den Ort hatten. Die Gegend wirkte sehr ruhig und ebenfalls sehr schön. Wir trafen dort nur wenige Menschen und keine Tagesbesucher. Der Anstieg lohnt sich, da man die Farben und Formen von Symi sehr klar sieht. Im Anschluss gingen wir zum Essen in ein Restaurant direkt am Hafen. Wir probierten dort die kleinen Symi-Garnelen. Diese Garnelen isst man ungeschält. Sie schmecken sehr frisch und sind knusprig. Zum Schluss besuchten wir eine kleine und sehr gute Konditorei. Wir packten uns dort noch etwas für später ein. Danach schauten wir in einige Geschäfte am Hafen und kauften kleine Souvenirs. Nach unserem Aufenthalt auf Symi ging es zurück nach Rhodos. Besonders schön war dabei, den Sonnenuntergang zu beobachten. Wir erreichten den Hafen von Rhodos dann am Abend. Unser Fazit fällt gemischt aus.
Simi ist wunderschön und lohnt sich absolut. Die Häuser, der Hafen, die Gassen und die Aussichtspunkte bieten viele Eindrücke. Die fehlende Zeit in der St. George-Bucht blieb jedoch eine Enttäuschung. Dieser Stopp zählt zu den Höhepunkten der Tour. Wir hätten gern im türkisfarbenen Wasser gebadet. Trotzdem bleibt der Ausflug ein schönes Erlebnis. Die Kombination aus Bootsfahrt und Simi bietet eine gute Abwechslung. Man erlebt einen entspannten Tag und sieht einen sehr malerischen Ort. Schau gern in die Videobeschreibung für mehr Infos zur Tour nach Simi. Falls du ein weiteres Highlight von Rhodos sehen möchtest, dann sieh dir auch unser Video von der Akropolis von Lindos an. Wir können dir auch Zypern sehr empfehlen und besonders die Bootstour zum Turtle Beach. Dort kannst du mit Schildkröten im offenen Meer schwimmen. Danke fürs Zuschauen und viel Freude mit unseren weiteren Reisetipps.